Der Tegernsee und das ganze Tegernseer Tal sind ein Naturparadies für uns Einheimische, aber auch für die Besucher, die zu uns kommen. Und für uns ist es was ganz Besonderes, unsere Heimat, dieses Paradies Tegernsee, unseren Besuchern, Gästen und Freunden zu zeigen. Wenn man heute so durch den Wald der Tegernseer Berge streift, dann tut man das genauso, wie es auch die Mönche schon vor Hunderten von Jahren getan haben. Man merkt die Kraft und die Inspiration, die wir hier aus der Natur holen können. Schon als ich ein Kind war, kann ich mich erinnern, sind wir mit den Eltern, später auch mit den Freunden auf die Berge gegangen, haben die Region erkundet und man nimmt sich automatisch die Zeit, hält mal ein und man besinnt sich auf die Schönheit der Natur. Und das hat etwas unheimlich Beruhigendes. Die Berge um den Tegernsee haben etwas Majestätisches. Sie haben was Einzigartiges. Sie haben eine eigenständige Silhouette, die sich um den Tegernsee herum schmiegt. Und diese Kombination, diese Einheit hat was sehr Harmonisches. Hier ist meine Heimat, hier bin ich aufgewachsen und hier ist meine Verbundenheit. Diese Wurzeln sind ein wichtiger philosophischer Teil der Bachmeier-Weissach-Welt. Bei uns geht es ja immer um Glücksmomente. Das ist die Idee, die wir verfolgen. Mit sich selber in Verbindung zu sein, mit der Natur in Verbindung zu sein, das ist etwas, wo man hier wirklich Kraft schöpfen kann. Als Vater von 4 Kindern habe ich quasi versucht, ein Hotel zu bauen, wie es auch für unsere Bedürfnisse ideal wäre. Mehrere Generationen einer Familie kommen zu uns und leben ihren eigenen Urlaub und sind trotzdem vereint als Familie in ganz besonderen Momenten. Es ist ein lebendiger Ort, aber es ist trotzdem auch ein sehr ruhiger Ort der Kontemplation. Unser Mitsu Onsen Spa ist ein japanisch inspirierter Spa. Ich bin persönlich großer Japan-Fan und die japanische Badekultur ist etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges in der Welt. Und daran haben wir uns orientiert. Ich nenne die übergeordnete Idee kollektive Kontemplation. Gemeinsam zu sich selber zu finden. Man ist in einer Gruppe von Menschen, aber doch vollkommen und nur auf sich konzentriert. Absolute Ruhe und ein Ort des Rückzugs ist bei diesem Spa-Konzept essentiell. Gestaltung und Design, Materialien, Stimmungen spielen eine essentielle Rolle im Bachmeier-Weissach. Wenn man bei uns in den Zimmern morgens aufwacht, ist es mir wichtig, dass man weiß und dass man spürt, wo man ist, nämlich am Tegernsee. Der Gasthof zu Weissach ist sozusagen unser gastronomisches Flaggschiff. Wir haben dort gehobene alpenländische Küche und er besteht aus 5 verschiedenen Stuben. Sie sind das Wertvollste, was wir haben. In ihnen steckt 150 Jahre Tradition, Geschichte, Gelebtes. Selbst mit allem Geld der Welt könnte man so etwas in einem neuen Hotel niemals nachahmen. Als Kontrastpunkt war es mir wichtig, eine Küche anzubieten, die eine besondere Feinheit hat und eine weibliche Note und einen internationalen Aspekt mit sich bringt. Wichtig war mir aber als Fan japanischer Küche, dass wir das nur machen mit echten japanischen Meisterköchen. Die Mitsu Bar ist ein Ort für Erwachsene, ein kosmopolitischer Ort. Auch hier ist es ein japanisch inspirierter Ort, an dem ganz viel Aufmerksamkeit und Bewusstsein in die Drinks geht.
Inspiriert durch meine Kindheit in der Schweiz haben wir die Kräuterfondue-Stuben eröffnet. Hier gibt es in den Wintermonaten Schweizer Käsefondue, Fisch, Fleisch, aber auch vegetarisches Fondue. Ursprünglich inspiriert über meine Frau Susanne, die Porträtmalerin ist, haben wir angefangen, junge, begabte Maler bei uns in Ausstellungen zu präsentieren. Und das Thema Kunst hat für uns einen hohen Stellenwert erreicht. Das Thema Philosophie spielt bei uns auch aufgrund meiner persönlichen Biografie eine große Rolle. Darum habe ich zusammen mit Professor Wilhelm Vossenkuhl, einem Freund und meinem wichtigsten Professor während meines Studiums, das Korbinianskolleg in die Welt gerufen. Im Wintersemester behandeln wir wichtige Themen der Zeit unter philosophischen Aspekten. Unser Ziel ist es, im Spa & Resort Bachmeier-Weissach durch unser gesamtes Angebot auf und über dem Tegernsee diesen für unsere Gäste in vollem Umfang erlebbar zu machen. Das Clubhaus Bachmeier-Weissach mitten in Tegernsee, direkt am Tegernsee, ist ein ganz besonderer Ort für uns. Ein israelisch-levantisches Grillrestaurant. Ob es der Sonnenuntergang im Clubhaus ist, die neuen, ungewöhnlichen Aromen der israelischen Levante-Küche oder das quirlige Leben oder die Cocktails, die man direkt am See auf der Terrasse gemeinsam genießen kann. Hier kommt nochmal ein ganz anderer, ungewöhnlicher, unerwarteter Aspekt in die Bachmeier-Weissach-Welt. Ein ganz intimes und privates Clubhauserlebnis hat man in einer der 4 Seesuiten, die direkt am Ufer des Tegernsees sind und einen einmaligen Blick über das Funkeln und den Sonnenuntergang bieten. Hier kann man den Tegernsee wie ein Einheimischer erleben. Ich finde es ein herrliches Gefühl, wenn man mitten im Zentrum des Geschehens ist, aber trotzdem den Luxus genießt, sich in seine Privatsphäre zurückziehen zu können. Mitten in Rottach-Egern, zwischen der berühmten Seestraße und der Seepromenade, liegen die Bachmeier-Weissach See Apartments. Eingebettet in der Bachmeier-Weissach-Welt bieten die See Apartments Private Living für Familien, die die Bachmeier-Weissach-Welt genießen wollen, aber auch ihre Privatsphäre und Zurückgezogenheit. Das Kontrastprogramm zum Bachmeier-Weissach Family Spa und vor allem zum Mizu Onsen Spa ist unser Spa im Bussi Baby, der Spa Royal. Mein Baby und ich, wir sind mit dem Bus ins Bussi Baby gefahren. Hier ist Spaß angesagt. Hier gibt es Partys, einen Infinity Pool auf dem Dach und Blick über den ganzen Tegernsee. In der Malibu Suite mit Mojito See am Tisch und am Preisingsteckel Fisch, die Piepshow losgegangen. Das Bussi Baby ist ein Ort für junge, unkonventionelle Menschen, die hart arbeiten, hart Sport machen, aber auch gerne hart feiern. Mein Lieber, ich hör schon die Ladies schreien. Mein Lieber, ich check im Bussi Baby ein. Und ich weiß, nach dem Studium sind ein Freund von mir aus Israel und ich mit dem Rucksack durch Asien gereist. Einer der Highlights unserer Reise war ein Besuch in einem Restaurant mit dem Namen Bum Bum. Das Essen, die Partys, wir hatten fantastische Erlebnisse. Dieses freie Leben hat mich sicher sehr geprägt bei der Konzeption von Bussi Baby, aber auch von Bum Bum. Das Bussi Baby ist einfach ein Ort, wo das Leben pulsiert, wo man isst, wo man lacht und wo man feiert und noch tanzt.
Ist Tegernsee fantastisch, ist meine Liebeserklärung an den Tegernsee. Wir haben versucht, das Thema Erlebnis und Freizeit völlig neu zu denken. Wir kombinieren die Liebe zum Tegernsee mit Sport, mit Technologie und mit Wissensvermittlung. Tegernsee Fantastisch ist in 2 Bereiche aufgeteilt. Zum einen in die Tegernsee World. Hier ist ein virtueller Tegernsee mit verschiedenen Häusern umzingelt, wo wir im Erdgeschoss Wissensvermittlung machen. Man lebt, lernt und bespielt den Tegernsee physisch und geistig. Gerade im Tegernsee Fantastisch war es uns wichtig, einen Ort zu kreieren, der für die gesamte Familie geeignet ist. Der zweite Bereich ist Tegernsee Magic. Hier geht es zum einen um Sport wie Ninja Warrior, Hochseilklettergarten oder Trampolin. Ein ganz wichtiger Bereich dort ist aber die Technologie. Wir haben 5D-Kino und ein Virtual Reality Room, wo man in ganz ungewöhnliche und besondere Welten eintauchen kann. Mein Ziel ist es, dass die Menschen aus dem Tegernsee Fantastisch rausgehen, rote Backerl haben, voller Adrenalin sind und viele Eindrücke und Informationen über die Ökologie und die Welt des Tegernsees mitgenommen haben. Der Sommer am Tegernsee ist einfach was Tolles. Nicht nur wegen den Waldfesten oder weil man toll auf den Berg gehen kann. Ich persönlich liebe es, über den See zu schwimmen. Meistens steige ich im Clubhaus in Tegernsee ein, habe eine Schwimmboje dabei und schwimme mit 2, 3 Freunden bis nach Bad Wiessee. Und wenn man dann mitten im See ist und der See glitzert gegen die Sonne und man schaut auf den Wallberg, dann ist es eins vom glückstiftendsten, was ich mir noch vorstellen kann. Der Bachmeier-Weissach Beach ist ein wildromantischer Ort. Es ist ein kleines Fleckerl Land direkt am See. Wasserpflanzen umringen den Steg. Dort kann man einfach in den See reinhupfen oder mit einem Stand-Up-Paddleboard den Tegernsee erobern. Das Wallberghaus, das Berghotel Altes Wallberghaus, ist eigentlich wie ein Stück Bachmeier-Weissach auf dem Berg. Obwohl es in Wirklichkeit eine Berghütte ist. Eine ganz einfache, aber schöne und herzliche Berghütte. Auf den Wallberg zu gehen ist ein schöner Ausflug. Sportlich, wenn man zu Fuß rauf geht, in ca. 2 Stunden. Aber auch herrlich mit der Gondel hochzufahren. Der Wallberg war für uns früher der Skihang schlechthin. Und wenn ich mit meinem Vater dort Skifahren gegangen bin, dann war das alte Wallberghaus immer unsere Wirtschaft, wo wir eingekehrt sind. Dass ich jetzt mehrere Jahrzehnte später die Chance bekommen habe, mich um das Wallberghaus kümmern zu dürfen und zu bewirtschaften, schließt einen Kreis und ist auch wieder ein tolles Stück Heimatgefühl. Wildbad Kreuth ist ein königliches Bad, eins der ganz wenigen, die es auf der Welt gibt. Gebaut wurde Wildbad Kreuth von der königlichen Familie der Wittelsbacher als Sanatorium für Menschen aller Gesellschaftsschichten. Die Lage ist einzigartig auf einem Hochplateau, umzingelt von Bergen, eingebettet in tiefgrüne Wälder. Bereist wurde es vom Hochadel ganz Europas. Wildbad Kreuth ist einfach ein magischer Ort. Mit wem auch immer ich dorthin gehe, um es zu zeigen, die Leute sagen, es sei ein Kraftort. So einen geschichtsträchtigen Ort in die Obhut bekommen zu haben, ist eine riesige Verantwortung. Und wir haben großartige Pläne für die Zukunft. Im Winter verändert sich das Gesicht und die Energie am Tegernsee. Vom Bachmeier-Weissach aus kann man mit den Langlaufschienen bis an die österreichische Grenze fahren. Ich kann mich nur erinnern,
Unser Vater hat uns nach der Schule immer abgeholt im Winter und dann sind wir auf den Wallberg rauf und sind den Glaselhang bis zu 10 Mal an einem Nachmittag runtergefahren. Es gibt einige Skigebiete um den Tegernsee herum, aber für mich ist das Schönste eigentlich das Schlittenfahren den Wallberg runter. Mit 6,5 Kilometern ist das die längste Rodelbahn Deutschlands. Im Reiterhof Kirschner Alm, direkt hinter dem Bachmeier Weissach, bieten wir Kurse an für Kinder und Erwachsene, die reiten lernen wollen, in der Reithalle. Aber viele Familien reiten auch als Gruppen entweder die Weissachauen entlang oder sogar bis zum Wallberghaus den Wallberg hinauf. Es ist schon toll zu sehen, wenn die Gäste an einem Wintertag nach einer Aktivität wieder ins Hotelheim zurückkommen und dann entweder ins Bar gehen oder sich vor einen Kamin hinsetzen und dann entsteht eine gemütliche Atmosphäre, die sich aufs ganze Hotel ausbreitet und das gibt uns als Gastgeber einfach ein tolles Gefühl. Die Kultur, die Geschichte und die Traditionen dieser Region aufrechtzuerhalten und in die Zukunft zu führen, ist eine noble Aufgabe. Wenn es mir gelingt, an dem Glanz des Tegernsees ein bisschen mitzupolieren, dann ist es etwas, was mich sehr glücklich macht.